Du sollst eins wissen. Ich habe Ludwig geliebt. Und ich habe wirklich alles versucht, um mit ihm Frieden zu schließen. Und ich kann dir das sogar beweisen. Man empfindet was für jemanden und man traut sich einfach nicht, das auszusprechen, oder? Man denkt, man kann es auch noch ein anderes Mal sagen. Ja. Ich würde es ja auch gerne wissen, wenn ich jemandem etwas bedeute. Wirklich? Tanja von Anstetten wird morgen hier landen. Sie brauchen sie bloß noch festzunehmen. Und wieso haben unsere Kollegen vom Zoll in Uruguay uns ihren Abflug nicht bestätigt? Weil sie mit falschen Papieren reist. Als Miriam Simons. Außerdem sind wir noch gar nicht am Flughafen. Gerade in diesen Minuten wird sie von meiner fähigsten Mitarbeiterin abgeholt. Ja, das will ich für Sie hoffen. Was soll ich noch tun? Sie sehen doch, ich kooperiere, wo ich nur kann. Vielleicht ist Ihre sogenannte Kooperation auch nur ein Täuschungsmanöver. Gründe hätten Sie genug dafür. Zum 100. Mal. Ich habe nichts mit der Entführung von Hannes von Anstetten zu tun. Der Vater des Kindes denkt es aber. Der Ansgar von Landstein ist doch auch paranoid. Dann geben Sie zu, dass es kein Unfall war, dass er gezielt auf Sie geschossen hat. Wieso gezielt? Warum hat er dann seinen Bruder getroffen? Aber der Angriff galt Ihnen. Warum wohl? Ach Gott, nochmal, wieso nerven Sie mich dauernd mit diesem Käse? Sorgen Sie lieber dafür, dass Ihnen Tanja von Anstetten nicht durch die Lappen geht. Vorausgesetzt, sie ist tatsächlich noch am Leben. Tanja wird kommen. Sie liebt ihren Sohn über alles. Sie wird ihn niemals im Stich lassen. Wenn du glaubst, dass ich jetzt auf deine warmen Worte reinfalle, muss ich dich leider enttäuschen. Dann hör mich bitte wenigstens an. Warum sollte ich? Hast du dich einmal um uns gekümmert? Nein. In all den Jahren haben wir nicht eine verdammte Weihnachtskarte von dir bekommen. Das ist nicht wahr! Was ist das? Das sind Briefe, die ich deinem Vater geschrieben habe. Er hat sie mir alle ungeöffnet zurückgeschickt. Wenn du wirklich wissen willst, wie ich zu Ludwig gestanden habe, dann lies sie. Bitte. Ja. Das hat Ewigkeiten gedauert. Sind Sie über den Atlantik geschwommen? Sie leben also tatsächlich? Könnten wir uns Ihre intelligenten Kommentare für später aufheben? Kitty Cooks. Die Papiere. Miriam Simons. Scheint ja ganz gut gemacht zu sein. Von einem echten nicht zu unterscheiden. Damit kommen Sie überall durch. Dann können wir los. Der Flieger geht bereits heute Abend. Spätestens morgen Mittag landen wir in Düsseldorf. Wären Sie ein bisschen früher gekommen, dann wären wir heute schon da. Ja, eher ging's wirklich nicht. Morgen sehe ich hoffentlich meinen Sohn wieder. Vielleicht überdenkst du dein Vorhaben nach der Lektüre noch einmal. Hast Carla vorgeschickt, ja? Sollte mich hinhalten. Ja, ich hatte gehofft, dir diese Briefe geben zu können. Und warum erst jetzt? Ist die Tinte nicht schneller getrocknet? Willst du mir etwa unterstellen, dass Ich wundere mich nur. Seit Wochen behauptest du, es war alles ganz anders und dass ich dir Unrecht tue. Diese Briefe werden es beweisen. Und warum hast du sie mir dann nicht gleich gegeben? Weil ich meine Korrespondenz in der Regel für mich behalte. Außerdem sind es nicht die erfreulichsten Erinnerungen. Noch ein Grund mehr, sie nicht zu lesen. Bitte lies diese Briefe! Ich wollte ihm zu seinem Recht verhelfen. Das behauptest du. Mach's gut. Er ist genauso stur wie sein Vater. Ich sag dir, in so einer Zelle kriegst du das Kotzen. Und als dann noch mein Vater gestorben ist, da war ich echt kurz vorm Durchdrehen.
Wann war denn das mit deinem Vater? Am 5. Mai. Shit. Ohne Kokosbriefe wäre ich ausgerastet. Da wart ihr schon zusammen? Ja, nee, also damit hat alles angefangen. Sie war meine Rettung. Aber mit Christian läuft's doch, oder? Bestens. Naja, nur irgendwie in letzter Zeit. Ist der Wurm dran? Naja, nicht direkt. Vielleicht auch schon. Ich weiß auch nicht, es ist einfach nicht mehr so, wie es am Anfang war. Aber ist das nicht normal? Also ich meine, dass sich eine Beziehung nach einer Weile verändert? Kann schon sein. Du liebst Christian doch, oder? Natürlich liebe ich Christian. Was ist das denn für eine Frage? Aber warum habe ich Olli geküsst? Aber du hast doch selbst gesagt, da war nichts dabei. Ja. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Hast dich etwa doch in ihn verknallt, ha? Ich war früher auch mit meinem Vater zelten. Mit Lagerfeuer, so wie jetzt. Er war echt was Besonderes. Wenn er jetzt hier sein könnte, dann... Naja, was soll's. Hey, faulen Hunde! Auf, es gibt Arbeit! Ich hol wieder einen voll, ey. Hier, die Feuerzangenbowle. Hier drin. Ja, ich besorg die Zutaten und du die Zubereitung. Los, auf geht's. Ja, dann mal los. Was mit dir? Ich komm gleich. Alles klar. Vater, du hast alles versucht, aber wenn Sebastian so vernagelt ist. Jetzt hast du dich ganz umsonst unbeliebt bei ihm gemacht. Was kann er mir schon vorwerfen? Dass ich ihn 2 Minuten abwarten lasse? Geht es um deinen Neffen? Ja, leider. Er will abreisen. Dabei hatte ich so gehofft, dass meine Korrespondenz mit Ludwig seine Meinung über mich ändern würde. Du hast ja mit deinem Bruder geschrieben? Ja, ich ihm schon. Aber seine Antwort bestand darin, mir die Briefe ungeöffnet zurückzuschicken. Sebastian wollte die Briefe auch nicht lesen? Nein, für ihn bin und bleibe ich ein Lügner und Betrüger. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde auch nicht glauben, dass früher alles anders war. Er hält an dem Bild fest, was er von seinem Vater hat. Da will er nichts Negatives hören. Im Grunde ehrt ihn das. Aber hört mal, ich will Ludwig doch überhaupt nicht schlecht machen. Es ist nur so, dass er sich selbst im Wege gestanden hat. Und sich und seiner Familie damit geschadet hat. Soll ich noch mal mit ihm reden? Wozu, Carla? Du hast noch gearbeitet? Ach ja, ich weiß jetzt, wer den Preis in die Höhe treibt. Adrian Degenhardt, er bietet gegen uns. Wer kommt denn auch auf sowas? Man kann es ihm noch nicht mal übel nehmen. Die Sache ist äußerst lukrativ. Und deshalb werden wir das Geschäft machen. Wir überbieten ihn. Ja, komm schon. Früher warst du nicht so spröde. Wenn jemand kommt, deine Sekretärin. Die ist in Uruguay. Hat sie deine Avancen auch nicht mehr ausgehalten? Das heißt denn ja auch. Nein, das stimmt, ein kleines Projekt für mich. Was denn? Nicht interessant für dich. Sicher? Ganz sicher. Oh, Entschuldige. Kitty, was gibt's Neues? Wir fahren gleich los. Spätestens in 2 Stunden sitzen wir im Flieger. Dann läuft alles nach Plan? Sie hat keine Ahnung. Das soll auch so bleiben, ist das klar? Natürlich, also bis morgen. Können wir los? Ja. Ich schaue mich nur noch mal um. Ich möchte keine Spuren hinterlassen. Sie können dann gehen.
Dein kleines Projekt in Uruguay kommt voran? Auf Kitty ist Verlass. Möchtest du denn gar nicht wissen, wie deine hiesigen Geschäfte stehen? Später. Ich habe aber keine guten Neuigkeiten. Wir müssen schnell handeln. Diese Firma Food for Little. Aus der Übernahme wird nichts. Die Lahnstein Holding bietet höher. Seit wann? Ich habe es gerade von Ansgar gehört. Sie wollen das Geschäft um jeden Preis. Dann überbiete ich Sie. So kenne ich dich. Wie schön, wenn man seine Spione hat. Lieber Ludwig, überlege dir doch bitte mein Angebot. Du bekämst sämtliche Rechte des Erstgeborenen zurück. Unsere beiden Familien könnten auf Königsbrunn leben. In Erwartung deiner Antwort, dein Bruder Johannes. Feuerzangenbowle. So schlimm? Das war Christians Rezept. Ja, aber du hast diesen Fusel besorgt. Froh sein, dass wir nicht blind geworden sind. Kleine Massage? Wenn's hilft. Wie? Und das Auto belädt sich von selbst, oder was? Da kann ich dir doch helfen. Nein, nein, das macht Christian. Der ist nicht schwanger. Aber dem ist genauso schlecht. Moin, moin. Moin. Seid ihr schon lange wach? Seit 2 Stunden. Ich habe von dieser Bohle so ein wirres Zeug geträumt. Doch hoffentlich keine Albträume. Ganz und gar nicht. Schön, hier. Kannst du was gegen deinen Kater tun? Ja. Aber erst mal einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Hey, Alter. Na, was geht? Auch ein? Wenn noch einer da ist. Oh, Jungs, lass mir einen Schluck übrig. Wer zu spät kommt. Tja, und die dürfen nach Hause laufen. Du wegen gestern Abend. Ich hab dich ganz schön zugetextet, oder? Schon okay. Was wird denn das hier? Verbrüderung? Warum nicht? Fein. 1, 2. Okay. Hey. Scheinbar sind die beiden ab jetzt die allerbesten Freunde. Das fehlt mir gerade noch. Du, was ich dir gestern Abend erzählt habe. Mit Olli. Ja, natürlich, das bleibt selbstverständlich unter uns.
Danke. Gott sei Dank, du bist noch da. Hallo, ich dachte schon, ich bin zu spät. Zu spät für was? Ich will mich noch verabschieden und außerdem... Ein gutes Wort für Big Joe einlegen? Nein. Es wäre auch umsonst, das kannst du ihm sagen. Er weiß gar nicht, dass ich hier bin. Ich will auch nicht schon wieder damit anfangen, aber... Ich will dir einfach nur noch was mit auf den Weg geben. Mal, habt ihr was an Ohren? Ich habe klar und deutlich gesagt, ich lese die Briefe nicht. Ich finde, du bist das meinem Vater schuldig. Ich ihm? Ja, das nennt man Fairness. Entweder ihr habt einen Knall oder ihr haltet mich für bescheuert. Es reicht langsam. Weißt du, warum du dich so dagegen wehrst? Weil ihr mich nicht in Ruhe lasst. Nein, weil du Angst hast vor der Wahrheit. Tu dich sowas von daneben. Du brauchst für die Briefe nicht länger als für eine Zeitung. Was? Feigling! Entschuldigung, ist Graf Lahnstein verlegt worden? Er wurde auf eigenen Wunsch entlassen. Ja, aber die Schussverletzung? Dr. Lahnstein ist Arzt. Er wird wissen, was er tut. Ist das nicht ein bisschen leichtsinnig? Was soll das denn jetzt werden? Väterliche Sorge? Also ein bisschen freundlicher könnten Sie schon sein, nach allem, was ich für Sie getan habe. Oh ja, tut mir schrecklich leid. Aber ich bin und bleib nur mal ein schlechter Lügner. Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten. Ich habe Ihren Neffen zurückgebracht. Und dafür erwarten Sie jetzt Dank? Jeder normale Mensch hätte eine Entführung gar nicht erst gedeckt. Jeder normale Mensch legt sich auch nicht mit Tanja von Anstalt. Ach, kommen Sie, das hatten wir doch alles schon. Sie versuchen doch bloß Ihren kleinen Arsch zu retten. Spätestens heute Mittag weiß sie, dass ich Sie verraten habe. Tja, dann seien Sie mal schön froh, dass Tanja von Anstetten direkt am Flughafen von der Polizei einkassiert wird. Hm? Ich habe das alles nur Ihretwegen getan, weil Sie mir eine Chance versprochen haben. Haben Sie sich etwa immer an Ihre Versprechen gehalten? Dann war das alles umsonst? Der ganze Ärger? Tja. Sehen Sie es doch einfach mal so. Jetzt, wo Sie so ein guter, selbstloser Mensch geworden sind, freuen Sie sich doch einfach über Ihre Taten. Olli! Und wie war dein Trip aufs Land? Ging so. Das klingt nicht gut. Aber nicht so toll mit einem Pärchen, oder? Ich glaube, die Arbeit ruft. Oh, kann er sich noch ein paar Minuten warten? Olivia. Na, gab's wieder Streit mit Christian? Wie man's nimmt. Also, der Typ hat sich ja richtig auf dich eingeschossen. Sollte mal drüber nachdenken, woran das liegt. Wir haben uns nicht gestritten. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil. Oh nein. Wenn du schon im Gegenteil sagst. Mann, was soll ich denn machen? Mich hat's voll erwischt. Aber du konntest ihn doch gar nicht leiden. Ich fand ihn sogar richtig peinlich, aber... Gestern Abend plötzlich da... Lars, Olivia, du und ich. Unsere Familie stellt sich in der Liebe wirklich extrem dämlich an. Mann, wie kann man nur so bescheuert sein? Der Typ steht auf Frauen. Und er hat eine Freundin und ihr wohnt zusammen in der WG. Am besten, ich heck den so schnell wie möglich ab. Wenn du ihn erst mal nicht sehen willst, dann kannst du zu mir ziehen. Hm? Ich werde ihn schon nicht anfallen. Das mit Sebastian geht dir noch durch den Kopf. Ich habe mir noch mal diese Briefe angesehen. Also ich meine die an Ludwig. Und ich habe mir eigentlich überhaupt nichts vorzuwerfen. Außer dass Ja. nach seinem Tod hätte ich mich mehr um seine Frau und seine Kinder kümmern müssen. Ich dachte, das hättest du versucht. Ja, das habe ich auch. Aber vielleicht war zu diesem Zeitpunkt alles noch zu frisch, verstehst du? Und vielleicht hätte seine Frau 1, 2 Jahre später zugänglicher reagiert.
Lieber Ludwig, scheinbar ist mein letzter Brief verloren gegangen, denn sonst hättest du mir sicher geantwortet. Als er hier aufgetaucht ist, hatte ich gehofft, wenigstens mit ihm ins Reine zu kommen. Mit Ludwig ist das ja nichts mehr geworden. Ich wiederhole also den Vorschlag, den ich dir unterbreiten möchte. Wir können den letzten Willen unseres Vaters nicht ignorieren. Aber wir sind uns darin einig, dass er dir Unrecht zugefügt hat. Ich möchte das gern ausgleichen und bin daher bereit, dir Schloss Königsbrunn zu überschreiben, sofern du mir und meiner Familie im Gegenzug lebenslanges Wohnrecht zusicherst. Auch das Familienvermögen werden wir gerecht aufteilen. Ich hoffe, du hast keine Einwände. Antworte mir doch bitte recht bald. Dein Johannes. Widmen wir uns wieder der Arbeit. Und? Greifen wir zu? Ja, wir sollten uns die Firma so schnell wie möglich sichern. Spricht ihr von diesem amerikanischen Hersteller von Babynahrung? Ja, ich fliege nach Philadelphia. Da kann ich an Ort und Stelle mit dem Eigentümer verhandeln. Du willst dich persönlich darum kümmern? Wir wollen doch nicht, dass Degenhardt uns in die Quere kommt, oder? Hilfst du mir bei den Vorbereitungen? Ja, natürlich. Ansgar? Camilla, Ansgar hier. Es geht in die nächste Runde. Adrian hat gerade erst erhöht. Ja, mein Vater zieht nach. Du musst Degenhardt also klar machen, dass er noch was drauflegen muss. Das wird nicht schwierig sein. Der hat angebissen. Ja, und bald ist er pleite. Zugriff erfolgt? Zugriff erfolgt. Allerdings mussten wir zu dritt ran. Das sieht ja ähnlich. Hatte Degenhardt doch recht, dass Tanja von Anstetten lebt. Wovon Sie sich gleich selbst überzeugen können. Wir sind schon im Haus. Ja, bringen Sie zu mir. Und stellen Sie während des Verhörs 2 Kollegen zur Wache ab, ja? Okay. Immer noch Kopfschmerzen? In meinem Kopf sind die Maurer zu Besuch. Dass du dir gestern so die Kante gegeben hast, hat man gar nicht gemerkt. Help, I have done it again. Oh. Gregor hat sich ja schon ein bisschen gewundert, dass du gar nicht beim Ausladen geholfen hast. Ich musste schnell weg. Ja, hab ich ihm auch gesagt, die paar Sachen. Aber es war ja wohl echt schön, oder? Von mir aus können wir es gerne wiederholen. Bin ich immer noch ganz schön am Ende. Ja, dann hauen wir uns doch wieder hin. Oder so. Hm? Ich bin dann eher für oder so. Man sieht sich. Ich weiß genau, was du meinst. Man empfindet was für jemanden und man traut sich einfach nicht, das auszusprechen. Denkt, man kann es auch noch ein anderes Mal sagen. Ja. Ich würde es ja auch gerne wissen, welche Antwort das wird. Wirklich? Vergiss es einfach. Herein. Hey! Das ist die falsche, ihr Trottel. Sag ich doch. Was Undankbares. Nach allem, was ich für ihn getan habe. Kitty? Was machen Sie auf meinem Platz? Überraschung. Tanja! Verlass dich niemals auf die Polizei. Und erst recht nicht auf Verräter.